Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Norbys Kochstunde. Und wir machen eine richtig einfache, aber natürlich wieder super leckere Weihnachtsente. Weil es ist nicht mehr lange bis Weihnachten und da ist so eine Ente natürlich super für die Feiertage geeignet. Da habe ich mir natürlich so eine schöne Ente besorgt und mit Innereien, weil später aus den Innereien koche ich mir nachher eine richtig schöne, leckere Sauce. Die Ente wasche ich nicht, das versuche ich zu vermeiden, sondern ich tupfe sie nur ab, sodass sie ein bisschen trocken ist, schneide die Flügel kürzer, entferne den Bärzel und schneide den Fettlappen weg. Anschließend salze ich sie von außen und von innen kräftig ein, umwickel sie mit Frischhaltefolie und stelle sie in den Kühlschrank für 12 bis 24 Stunden. Gleich danach bereiten wir den Sud vor für die Sauce später. Dann nehmen wir Gemüse, Wurzelgemüse, das klassische, sprich Knollensellerie, Möhren und Zwiebeln, und die schneiden wir in Würfel. Dann geht's an den Herd, dann nehmen wir uns einen Topf zur Brust, da geben wir Öl hinzu und braten die abgeschnittenen Teile von der Ente an. Und das kurz bei hoher Hitze, weil gleich danach geben wir das Gemüse hinzu. Dann können wir schon mal mit Salz würzen und die Innereien mit drauf geben auf das Gemüse. Auffüllen das Ganze mit Brühe und dann lassen wir das ganz langsam Stunde für Stunde köcheln. Am besten zum Beispiel am Tag davor. Aber wir müssen auch noch Gewürze hinzugeben, wie Lorbeerblätter, Pfefferkörner und Pimentkörner. Und wie schon gesagt, das Ganze lassen wir richtig lange köcheln, bis der ganze Geschmack ausgekocht wird aus den Zutaten, aus dem Gemüse und aus den Innereien und aus den Ententeilen. So, wenn jetzt dann die Zeit gekommen ist, holen wir die Ente wieder heraus aus dem Kühlschrank und befreien sie von der Frischhaltefolie. Wenn dann noch irgendwo was stört, schneiden wir das ab und geben das dann zum Kochtopf hinzu. Denn den Sud lassen wir jetzt auch wieder köcheln und geben das dann dazu. Wenn notwendig, geben wir jetzt auch noch mal ein bisschen Salz auf die Ente drauf. Und wenn notwendig, salzen wir auch noch von innen. Apropos innen, wir nehmen jetzt ein paar Zweige Thymian und Rosmarin und geben die in die Ente hinein. Natürlich könnt ihr auch Beifuß nehmen, aber ich nehme meistens Rosmarin und Thymianzweige. Da wir jetzt auch keine Füllung machen, weil ich will ja eine einfache Ente machen, verschließe ich die Ente jetzt nur grob. Mittlerweile haben wir jetzt den Ofen auch schon auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Weil jetzt kommt die Ente auf den Rost drauf mit der Brust nach unten. Den Behälter unterm Rost fülle ich mit Wasser auf. Und jetzt bleibt die Ente erstmal für 60 Minuten im Ofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze. Und wenn Wasser fehlt, geben wir immer wieder etwas Wasser hinzu. Sind 60 Minuten vorbei, holen wir die Ente kurz heraus und drehen sie um. Mit dem Pinsel können wir dann noch etwas leckeren Bratensaft drüber pinseln. Dann kommt die Ente wieder in den Ofen bei gleicher Einstellung bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für 50 Minuten.
Und die Zeit, die können wir nutzen, indem wir schon mal die Gewürzpaste zubereiten. Dann nehmen wir Öl, Pfeffer, Paprikapulver, scharfes Paprikapulver und Zucker und das vermischen wir in einer kleinen Schüssel. Und weiter geht's dann mit der Sauce. Da geben wir Öl in eine Pfanne und schwitzen die Zwiebeln an. Währenddessen können wir schon mal den Sud abgießen. Den haben wir ja vorher noch mal ein paar Stunden köcheln lassen. Und wie immer karamellisiere ich dann erstmal noch ein bisschen Zucker in der Pfanne und gebe dann anschließend noch Tomatenmark mit hinzu und das röste ich an. Das Ganze lösche ich dann auf zweimal mit Rotwein ab. Das erste Mal lasse ich den Rotwein komplett verkochen, sodass das Ganze wieder am Pfannenboden ansetzt und wieder Röstaromen bildet. Und dann lösche ich nochmal mit Rotwein ab. Und wenn jetzt auch hier der Rotwein leicht verkocht ist, gebe ich dann die komplette Brühe in die Pfanne. Die Sauce lassen wir dann leicht vor sich hin köcheln, bis sich der Geschmack in der Soße gebildet hat, damit wir nachher besser die Soße abschmecken können. Wenn nämlich die Soße einen intensiven Geschmack hat, können wir die Soße nachher noch mit Stärke binden, also wir müssen sie nicht einkochen lassen. Ist die Sauce bei der Menge noch etwas fad, lassen wir sie einfach stark einkochen. In der konzentrierten Version hat sie dann einfach mehr Geschmack. Aber zuerst kümmern wir uns wieder um die Ente, weil jetzt sind schon 50 Minuten rum, jetzt müssen wir noch die Würzpaste auf die Ente geben und dann schalten wir den Ofen auf 220 Grad Umluft hoch. Für 10 Minuten bleibt dann die Ente im Ofen und dann wird es richtig interessant, dann wird es eine richtig leckere Ente. Aber in der Zeit müssen wir uns auch noch um die Sauce kümmern, also es wird uns hier nicht langweilig. Wir nehmen Stärke, rühren die in Wasser an und rühren die dann in die Soße rein, um die noch zu verdicken, weil die hatten richtig intensiven Geschmack und wir mussten sie nicht reduzieren. Gleich danach können wir schon die Ente aus dem Ofen herausnehmen, die knusprige Ente, und wir werden sie dann gleich zerteilen, damit wir sie nachher den Gästen mundgerecht servieren können, beziehungsweise in kleinere Stücke. Wenn dann die Flügel, die Schlägel und die Brustteile weggeschnitten sind, lasse ich dann noch meistens etwas Fleisch am Korpus übrig, weil dieser Korpus kriegt dann mein Vater. Der besteht drauf, er möchte hier das Fleisch aus dem Korpus rausholen. Seit ich klein bin und denken kann, kenne ich es nicht anders. Das war schon immer so. Na, das sieht ja mal schon richtig super aus und so richtig lecker. Und jetzt richten wir uns einen Teller her, so einen richtig schönen leckeren Teller. Als Zutaten nehme ich Rosenkohl, Kartoffelknödel und Knoblauchchampignons. Natürlich kann man auch Rotkraut verwenden. Das ist natürlich traditionell bei Weihnachten gern gesehen. Weiter dürfen wir natürlich auch die leckere Sauce nicht vergessen. Die ist sehr wichtig. Die rundet dieses leckere Weihnachtsrezept, dieses leckere Weihnachtsgericht ab. Okay, ich hoffe, ich habe euer Interesse geweckt und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sehe euch bei der nächsten Folge wieder. Sagt tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bleibt am Ball.